Wisst ihr, was das hier ist? Das ist ein Kalender, der zeigt, wie viel Zeit euch noch auf diesem Planeten bleibt. Du hast viel weniger Zeit, als du denkst, selbst wenn du 85 Jahre alt wirst. Etwa 28 davon verbringst du schlafend. Bleiben 57 Jahre, in denen du wirklich etwas machen kannst. 3 Jahre gehen für die Schule drauf, 9 für die Arbeit, 2,5 Jahre im Stau oder auf dem Weg irgendwohin, etwa 2 Jahre beim Kochen und über 3 Jahre nur fürs Essen, also 5 Jahre einfach nur, um dich zu ernähren. 7 Jahre für Haushalt und Körperpflege. Und wenn du die Angewohnheit hast, oft am Handy zu hängen, dann sind nochmal 9 Jahre weg. 2 Jahre verbringst du einfach nur wartend, bis etwas lädt, öffnet, fertig wird oder aufwärmt. Etwa ein Jahr liegst du krank im Bett, ein weiteres Jahr verbringst du auf der Toilette. Und die ersten 3 Jahre deines Lebens bist du einfach ein Baby. Was bleibt also übrig? Etwa 14,5 freie Jahre als Erwachsener. Jahre, in denen du wirklich selbst entscheidest, was du mit ihnen machst. Ich habe nachgerechnet. Mir bleiben ungefähr 6 freie Jahre, um meine Träume und Ziele zu erreichen. Zu wenig Zeit, um irgendetwas auf morgen zu verschieben. Früher habe ich fast jedes meiner Ziele erreicht. Wirklich fast jedes. Das war meine Superkraft. Wenn ich etwas wollte, dann habe ich so lange dran gearbeitet, bis es Realität wurde. Aber in den letzten 3 Jahren hat sich etwas verändert. Ich habe kein einziges Ziel erreicht. Kein einziger meiner Wünsche ist wahr geworden. Und irgendwann habe ich verstanden, warum. Ich habe mir die Frage gestellt, was habe ich früher anders gemacht, als ich noch all das geschafft habe? Damals habe ich etwas benutzt. Was genau, das erzähle ich euch gleich, aber zuerst müssen wir uns vorbereiten. Also, was will ich eigentlich? Wirklich ich, nicht meine Familie, nicht die Gesellschaft, ich. Mir ist aufgefallen, dass ich, nachdem ich zu viel Zeit im Internet verbracht habe, plötzlich lauter fremde Wünsche im Kopf hatte. Dinge, die gar nicht wirklich meine waren. Deshalb fange ich damit an, alles Überflüssige auszusortieren und nur das aufzuschreiben, was mir wichtig ist. Übrigens, wann hast du das letzte Mal wirklich darüber nachgedacht, was du willst? Ich will einen schlanken, straffen Körper, aber dieses Ziel ist eigentlich zu ungenau. Also teile ich es in 3 klare Ziele auf. Das erste, Muskeln aufzubauen. Aber ein gesundes Körpergefühl besteht nicht nur aus Muskeln. Haltung und Beweglichkeit gehören genauso dazu. Deshalb ist mein zweites Ziel eine gute Körperhaltung. Und anstatt einfach Beweglichkeit zu schreiben, will ich das konkreter machen. Zum Beispiel einen Spagat schaffen und mit gestreckten Beinen den Boden berühren können. Ein weiteres wichtiges Ziel ist, mich endlich richtig zu ernähren. Und das letzte Ziel in dieser Kategorie, meine gesundheitlichen Probleme in den Griff bekommen.
Für die nächste Kategorie nehme ich Zettel in einer anderen Farbe. Ich will, dass dieser Kanal 10.000 Abonnenten erreicht. Und übrigens, bei diesem Ziel kannst du mir und Felix helfen. Klick auf Abonnieren und gib dem Video ein Like für Felix. Er hat sich bei diesem Video wirklich Mühe gegeben. Wenn du Felix noch nicht kennst, dann schau dir unbedingt das vorherige Video an. Die nächste Kategorie ist eher für die Seele. Als wir in dieses Haus gezogen sind, hatten wir so viele Pläne. Wir haben renoviert, Möbel gekauft und dann wurden wir plötzlich überschwemmt. Alle Pläne mussten warten, weil erst die wirklich wichtigen Dinge geregelt werden mussten. Aber jetzt, finde ich, ist es an der Zeit, wieder ein bisschen Gemütlichkeit ins Haus zu bringen. Zum Beispiel ein Bild an dieser Wand hängen, ein paar neue Pflanzen kaufen, schöne Tassen und Gläser besorgen. Einfach Dinge, die den Alltag ein bisschen schöner machen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Zeit irgendwie immer schneller vergeht, je älter man wird? Ich habe mal eine Theorie gelesen, das das ganz gut erklärt. In der Kindheit erleben wir ständig etwas Neues, fast jeden Tag. Aber später passiert einfach weniger Neues und die Jahre fliegen nur so vorbei. Also habe ich mir gedacht, ich will das ändern. 30 neue Dinge ausprobieren, aber dazu erzähle ich euch später mehr. Und mein letztes Ziel in dieser Kategorie, einen Monat auf Madeira leben. Angst. Das ist es, was mein Leben die letzten 3 Jahre bestimmt hat. Und für diese Angst gibt es Gründe, sogar ernste Gründe. Ich habe angefangen, mich vor allem zu fürchten. Ich habe Angst vor dem Scheitern, obwohl ich das früher nie hatte. Und dabei sind Rückschläge nur ein Teil des Weges. Und ich verstehe das. Früher habe ich neue Projekte einfach gestartet, ohne zu zögern. Ich habe mich Schwierigkeiten gestellt. Und heute habe ich sogar Angst, hier vor der Kamera zu sitzen. Und von einer meiner größten Ängste erzähle ich euch bald, wenn alles geklappt hat. Und wenn es nicht klappt, erzähle ich es euch auch. Das macht die Geschichte nicht schlechter. Also, es ist Zeit, sich von der Angst zu verabschieden. Das ist mein Ziel. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich werde einen Weg finden. Vielleicht wird das Teil meines Selbstexperiments. Und noch 2 weitere Ziele. Ich will das Kinderbuch fertig schreiben, an dem ich gerade arbeite. Eigentlich habe ich jetzt nur angefangen, um mich aufzuwärmen für das Buch, das ich schon so lange schreiben wollte, mich aber nie richtig getraut habe. Aber das Leben ist zu kurz, um Dinge ewig aufzuschieben. Also ist mein nächstes Ziel, den Thriller zu Ende zu schreiben. Die ersten 3 Kapitel gibt es schon. Und dann schreibe ich noch ein paar geheime Ziele auf. Felix, deck mich kurz. Ich teile meine Pinnwand in 2 Bereiche. Auf der einen Seite stehen all die Ziele, die ich mir gesetzt habe. Die andere Seite bleibt vorerst leer, wofür sie ist, erzähle ich euch später. Jetzt kommen wir aber zum wichtigen Schritt. Ich habe alle meine großen Ziele in kleine Zwischenziele aufgeteilt. Zum Beispiel, im Moment hat mein Kanal 312 Abonnenten. Der erste Schritt, 500 Abonnenten. Dann kommt das nächste Ziel, 1000 Abonnenten. Und dann das nächste Ziel, 2500 Abonnenten.
Und das ist noch nicht das Wichtigste. Man muss auch die konkreten Schritte aufschreiben, die zu diesen Zielen führen. Für meine Arbeitsziele benutze ich Notion und für alles andere einfach ein Notizbuch. Zum Beispiel mein Ziel, mich endlich richtig zu ernähren. Da eines meiner anderen Ziele ist, Muskeln aufzubauen, ist der erste Schritt auszurechnen, wie viel Eiweiß ich täglich brauche. Zweiter Schritt, passende Rezepte raussuchen. Der dritte, einen Essplan für die Woche zusammenzustellen. Und der vierte Schritt, die Mahlzeiten vorbereiten, damit ich nicht in Versuchung komme, zu irgendwelchen ungesunden Snacks zu greifen. Das ist einer der wichtigsten Schritte. Wenn man den auslässt, wird man seine Ziele niemals erreichen. Sobald ich ein Ziel erreicht habe, hänge ich es auf die andere Seite meiner Pinnwand. Das wird meine Motivation sein, zu sehen, wie sich diese Seite langsam fühlt, wie sich mein Leben Stück für Stück verändert. Irgendwie ist das, vermute ich mir, ein schönes Gefühl. Mit der Zeit, wenn einige Ziele erreicht sind, werde ich natürlich neue hinzufügen. Und alle 1 bis 2 Monate möchte ich ein Video darüber machen, wie ich diesen Zielen näher komme. Meistens sehen wir auf YouTube nur das Vorher-Nachher. Und es wirkt so leicht, so einfach. Aber den eigentlichen Weg dorthin sieht man fast nie. Mir persönlich fehlen solche Videos. Würdet ihr gerne sehen, wie dieser Weg wirklich aussieht? Also, ich starte jetzt mit meinem Plan. Abonniert den Kanal, damit ihr kein neues Video verpasst und mich auf dem Weg zu meinen ersten 500 Abonnenten begleitet. Und jetzt Felix und ich verabschieden uns und gehen das nächste Video drehen. Oder bleiben hier kuscheln.